Der BMW 7er G70 steht für das kommende Jahr in den Startlöchern. Und so könnte das Flaggschiff dann aussehen. Unser Carbau-Rendering zeigt die Alternative zu S-Klasse und Audi A8. Fest steht, die Niere wird wieder für Gesprächsstoff sorgen. Dabei ist das Design der markanten Front eigentlich gar keine Überraschung, wenn wir mal ins Jahr 1995-96 springen. Das hier ist der BMW 7er ZBF auf Basis der Generation E38. Ein von Hand gebauter Prototyp der Designabteilung mit einer ganz besonderen Geschichte. Ja, der hier hat eine riesige Niere, aber die hier ist schon über ein Vierteljahrhundert alt. Außerdem ist hier nicht die Niere das Besondere, sondern dieser 7er ZBF, der hat noch viel mehr. Unfassbar, was ist da denn los, Elemente? Und genau die wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich bin Dean und ihr guckt Carbau, Freunde. Dieser 7er, der auch als BMW 8er denkbar gewesen wäre, ist nicht nur vom Design her ein echter Meilenstein. Auch technisch hat das Team um Designer Yohji Nagashima echten Weitblick bewiesen und damals kam man noch ohne Anglizismen aus. Dieser Prototyp war seiner Zeit weit voraus und geheißen hat er, muss es ja richtig heißen, 7er ZBF. Da vorne steht es nochmal dran. Aber was heißt eigentlich ZBF? Ganz einfach eigentlich, zukünftige BMW-Familie. Und was das wiederum genau heißt, das erzähle ich euch jetzt, während wir uns ein paar schöne Bilder von diesem herrlichen Kraftfahrzeug angucken. Ich bin jetzt schon schockverliebt. Immer wieder wurde der BMW 7er ZBF von den Designern aus den Tiefen des Fundus hervorgeholt, um die DNA eines 7ers zu bestimmen. Auch die kommende Generation wird als 7er erkennbar sein. Klar, moderner, aber immer noch mit kurzen Überhängen, langem Radstand und dem Anspruch, in der Klasse der Luxuslimousinen ganz oben mitzuspielen. Über die Lichtgrafik hingegen wird sicherlich noch zu reden sein, aber alles zu seiner Zeit. Und wenn man sich den Prototypen so anschaut, mag man kaum glauben, dass das Design 25 Jahre alt ist. Allein der Zahn der Zeit hat an dem Auto genagt. Es ist einfach ein unfassbar schönes Auto, aber der eine oder andere wird gesagt haben, wieso haben Sie denn die Heckklappe offen gelassen? Ticken die das jetzt richtig? Nein, haben wir natürlich gemerkt. Und der folgende Hintergrund ist dann eben, weil hier eine Batterie drin ist und so über diesen Kofferraum kommen wir an die Batterie und können das Auto öffnen und in den Innenraum. Wenn wir das Ding hier zufallen lassen würden, dann würdest du an den Kofferraum gar nicht mehr rankommen, der kann sich so nicht öffnen und damit wird der Innenraum quasi für die Nachwelt einfach mal komplett verloren. Und weil ich ja nicht ein fieser Idiot bin und sage, die anderen dürfen das nicht mehr, haben wir gesagt, wir lassen den Kofferraum offen. Obwohl du könntest eigentlich auch mit einem Kuhfußball oder mit einem Nothammer, aber doch wohl gar nicht mit anfangen bei so einem schönen Auto. Denn der Innenraum gehört mit seinen für die damalige Zeit bis heute zu den Highlights. Riechst du das? Die Materialien hier drin, das ist so geil und die Verarbeitung, die Wertigkeit, das siehst du so nicht so oft. Denkst du, ne? In den 90ern war das wohl sehr wohl in ganz vielen luxuriösen Autos eingebaut. Was sie aber nicht unbedingt überall hatten, war dieses cleane Dashboard hier. Wie geil soll das denn sein? Früher alles überladen mit Knöpfen und noch mehr Knöpfen, noch mehr Knöpfen. Und hier, siehst du, reduziert genauso wie ich das mag. Selbst heute sage ich noch in den Autos, mach das doch genau so. Guck mal, die reduzierten Knöpfe hier, ach so, wie soll man mal zeigen hier, ne? Die reduzierten Knöpfe hier vorne, guck mal Audio, ne, CD, was du so brauchst und dann dieses Ding. An wen erinnert euch das oder an was erinnert euch das? Ne? Genau, es ist ein Drehdrücksteller, das ist quasi der Vorläufer vom iDrive, wie wir ihn heute kennen. Und es gibt noch weitere Dinge hier, guck mal, die Kameras haben wir vorhin gesehen, guck mal da und diese Elemente da vorne, die sind dafür da, die werden normalerweise, wenn die aufklappen und dann hast du da deinen Monitor und kannst quasi deinen Seitenspiegel betrachten. Richtig geil, oder nicht? Und jetzt guck mal hier, ne? Schublade, sagst du, kenn ich, ne? Aber hier geht's weiter, du hast hier, Achtung, nochmal eine komplette Schubladengeschichte, wie die Kommode quasi zu Hause. Und ich fange mal unten an. Cupholder kennt man. Jetzt gehe ich mal hier hin. CD, Freunde. Und jetzt gehe ich mal hier hin. Achtung. Ein schönes Kassettenfach. Da hast wahrscheinlich damals deine Datasette vom C65 mit eingespielt. Jetzt kommt's aber hier, ne? Der umtriebige Businessmann braucht was? Genau, solch ein Ding hier. Ein Mobiltelefon und das auch schon in den 90ern. Und das haben wir, tada, genau hier. Guck mal. Hier, guck dir das an. Ne? Kannst du sogar aufziehen. Achtung, puff, hier. Ne? Und ich finde, ein adäquater Tausch ist eigentlich, wenn ich mein Telefon einfach mal hier lasse. Ein iPhone 12 Mini. Im ehrlichen Tausch jetzt gegen das Ding
Und den stecke ich mir schön ein. Ne? Ein herrliches Souvenir. Und wenn wir ins Jahr 2022 springen, dann wird der Innenraum des neuen BMW 7ers so oder so ähnlich aussehen, wie im Luxus-SUV iX. Erstaunlich. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie weit die Jungs von BMW waren. Kein Wunder, warum der 7er ZPF so lange immer wieder rausgeholt wurde, oder? Und auch hier hinten gibt es richtig innovative Sachen, wenn man sich dann zurückdenkt nach 1995. Pass auf, ich habe hier extra mein kleines Telefon, damit wir wieder sehen können und zusammen gucken können. Hier zum Beispiel, guck mal, gibt es einen kleinen Laptop, den sie hier reingearbeitet haben. Sieht doch aus wie ein Apple MacBook oder was da denn los? Was für ein geiles Design, ist natürlich nur ein Dummy, aber theoretisch, guck mal, hier haben sie es auch. Hättest du das, ne? Hier drunter, guck mal, auch die Materialien, ne? Alles so ein bisschen loungig, ein bisschen fancy. Hier deine Ablage und dann guck dir mal hier diesen geilen Tisch an. Achtung, darunter sind versteckt die klassischen Cupholder. Ne? Diese Konsole hier, das ist aber, finde ich, der richtige Hammer. Hier kannst du das, was ich vorne schon gezeigt habe, Audio, Kassette, CD, alles bedienen, auch das Telefon. Hier, leider Gottes, einzementiert, der Aschenbecher, der natürlich in den 90er Jahren kein Auto fehlen durfte. Und diese Konsole hier, damit kannst du dann auch diese schwerlichen Lounge-Stühlchen nochmal bedienen. Zum Beispiel diese Dinge hier, einfach mal ausfahren. Ne? Ist doch der Hammer. Aber der richtige Hammer, der ist hier. Ein wunderbares Navigationssystem, das hätte Sean Connery in Goldfinger nicht geiler haben können. Wer der nächste James Bond sein wird, wissen wir natürlich nicht, aber dass der neue BMW 7er 2022 auf den Markt kommen wird, schon. Dann mit Benzin-, Diesel- oder Plug-in-Hybridmotoren zu Preisen ab 95.000 €. Mehr Informationen findet ihr bei Carwow. Den Link habe ich hier oben drin oder unten auch in der Beschreibung. Dieser hier ist unbezahlbar und ich bin froh und dankbar, dass ich euch den 7er ZPF vorstellen konnte. Denn dass es den Wagen überhaupt noch gibt, ist eine weitere spannende Geschichte. Und jetzt zum Schluss noch mal eine kleine famose Geschichte aus dem Nähkästchen zu diesem Prototypen 7er ZPF. Wo kommt das Auto eigentlich her, beziehungsweise wie ist es hierher gekommen zu BMW Classic? Die haben in der Tat erst letztes Jahr das Auto wieder auf den Schirm bekommen und BMW Classic hat davon Notiz bekommen, das Auto ist noch da und es wurde zu dem Zeitpunkt gerade darüber diskutiert, ob das Auto in Schredder kann, ne? Ob es weg kann einfach. Und da hat BMW Classic gesagt, Achtung, nicht mit uns, das wollen wir für unsere Sammlung haben und für die Nachwelt erhalten, gerade mit dieser Historie auch intern für BMW. Was BMW Classic überhaupt ausmacht und was sie so machen, dazu könnt ihr euch ein Video angucken. Und zwar genau von diesem Kraftfahrzeug hier, dem BMW M3 Kompakt. So, da haben wir ein Video zu gemacht und in diesem Video selber ist dann wiederum ein Kurzinterview mit dem Marc, der so ein bisschen erzählt, was die BMW Classic so alles macht. Und wenn ihr jetzt sofort weg wollt und euch das Video angucken wollt, viel Spaß dabei. Und wenn ihr noch ein bisschen bleiben wollt und euch ein bisschen noch ergötzen wollt an diesem herrlichen, tollen Fahrzeug, dann packen wir euch genau für euch jetzt ein paar Bilder zusammen und da findet ihr auch wieder einen Abo-Stempel. Lasst mir schön eins da.